Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche. Es lebte einst in der Stadt Bagdad ein großer muslimischer Gelehrter namens Imam Abu Hanifa. Er genoss auf der ganzen Welt den Ruhm eines großen Wissenschaftlers und hatte sehr viele Schüler. Jeder, der ihn kannte, schätzte ihn sehr. Zu derselben Zeit bekam ein Intellektueller zuerst Zweifel an seinem Glauben an Allah und behauptete später, dass es keinen Allah gebe, und überall, wo er auch gewesen war, diskutierte er immer wieder mit anderen Gelehrten über Allahs Existenz. Dieser ungläubige Intellektuelle hörte von Abu Hanifas Berühmtheit. Er wollte sich unbedingt mit ihm messen und seine Behauptung äußern. Mit diesem Ziel ging er nach Bagdad. Er fand Abu Hanifa und begann sofort ein Streitgespräch darüber, ob es nun Allah gebe oder nicht gebe. Abu Hanifa nahm jedoch nicht sofort eine Stellung zu seiner Behauptung. Er sagte, sie wollen sich am nächsten Tag am selben Ort zu einer bestimmten Zeit treffen und dann bekäme er die Antwort auf seine Frage. Wie jeder weiß, fließt durch Bagdad der Fluss namens Tigris und trennt die Stadt in zwei Teile. Am nächsten Tag kam Abu Hanifa nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt. Der ungläubige Intellektuellen wurde ungeduldig. Gerade als er gehen wollte, kam Abu Hanifa, doch. Der ungläubige Intellektueller sagte zu ihm: Warum kommst du so spät? Hast du vielleicht Angst, dich mit mir auseinanderzusetzen? Abu Hanifa erwiderte lächelnd darauf: Nein, ich habe keine Angst. Du weißt doch, ich wohne am anderen Flussufer. Es gab kein Boot und keinen Seemann. Ich suchte weiter. Ich stand am Flussufer, als mitten im Fluss etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Ich schaute nach vorne und sah zu meinem Erstaunen, wie Holz vom Meeresboden an die Oberfläche stieg. Ich war schockiert, erstaunt. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Vorgefertigte Holzbretter ragten an die Oberfläche und fügten sich zusammen. Sie waren alle gleich breit und lang. Ich war erstaunt über das, was ich sah. Ich schaute weiter in die Mitte des Flusses und sah dann, wie Nägel aus dem Meeresboden aufragten. Sie positionierten sich auf dem Boot und hielten das Holz zusammen, ohne dass es auch nur darauf gehämmert wurde. Ich stand verblüfft da und dachte bei mir: O Allah, wie kann das passieren, dass Holzbretter von selbst an die Oberfläche steigen und dann die Nägel sich selbst auf das Boot positioniert werden, ohne gehämmert zu werden? Ich konnte nicht verstehen, was vor meinen Augen geschah. Der Intellektuelle hörte derweil Abu Hanifas Geschichte mit einem Lächeln im Gesicht zu. Abu Hanifa fuhr fort: Ich stand immer noch am Flussufer und beobachtete diese Planken Holz mit Nägeln zusammenfügen. Ich konnte sehen, wie Wasser durch die Lücken im Holz sickerte, und plötzlich sah ich, wie ein Dichtmittel aus dem Fluss auftauchte und begann, die Lücken abzudichten, ohne dass jemand es eingegossen hatte. Wieder dachte ich: O Allah, wie ist das möglich? Ich schaute genauer hin und konnte vor meinen Augen ein Boot erkennen. Ich stand voller Erstaunen da. Plötzlich erschien ein Segel und ich fragte mich erneut: Wie konnte das passieren? Plötzlich begann sich das Boot entgegen der Strömung auf mich zuzubewegen. Während ich am Flussufer war, stand es schwebend neben mir, als wollte es mich auffordern, sich darauf einzuschiffen. Ich ging auf das Boot und es begann sich zu bewegen. Es gab keinen Matrosen. Das Boot fuhr in die richtige Richtung, ohne dass jemand es fährt. Ich konnte nicht verstehen, wie das passieren konnte. Das Boot erreichte schließlich die andere Seite des Tigris und ich stieg aus. Ich drehte mich um und das Boot war verschwunden, und deshalb komme ich zu spät. In diesem Moment brach der Intellektuelle in Gelächter aus und bemerkte: Ich glaube kein Wort davon. Abu Hanifa wandte sich an den Intellektueller und antwortete: Sie glauben kein Wort davon? Sie glauben nicht, dass Nägel von selbst entstehen können? Sie glauben nicht, dass Dichtungsmasse alleine gegossen werden kann? Sie glauben nicht, dass das Boot ohne Matrose fahren kann? Sie glauben also nicht, dass ein Boot ohne einen Bootsbauer entstehen kann? Der Intellektuelle bemerkte trotzig: Natürlich nicht. Abu Hanifa antwortete: Wenn Sie nicht glauben können, dass ein Boot ohne Bootsbauer entstehen kann, wenn dies nur ein Boot ist, wie kannst du glauben, dass die ganze Welt, dass das Universum, die Sterne, die Ozeane, die Planeten von allein, ohne Schöpfer entstanden sind? Da verstand der Intellektuelle, was Abu Hanifas Antwort war. Da konnte er seinen Zweifel ablegen und fand den Glauben an Allah wieder. Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.